polnische Außengrenzen. Das ist ganz in der Nähe, ne? Viele nennen das immer noch Deutschland. Habe ich auch gehört, dass da Menschen erschossen werden. Let's watch. Through this wall. I break through the wall. What happens to me next? You will die like a dog. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID, Poland. One of the lowest debts, Poland. This is Dominic, a member of the European Parliament from Poland, the country that just approved a new measure to shoot and kill anyone that tries to illegally enter their border. Unfortunately, one of our soldiers was killed with a spear. Because they behave like animals, unfortunately. They don't behave like civilized people. We are the ones with this border. So we are protecting the whole Europe. But Poland's strict border... Ja, das ist übrigens, also da klatschen dann die Deutschen auch, ne? Polen macht da echt einen guten Job. Ne? Die erschießen einfach. Die erschießen einfach Leute an den EU aus, an der polnischen Grenze. Und dann können die auch nicht nach Deutschland kommen. Ist ja auch schön. Ja. Fascho-Talk? Nee, ist nicht nur Fascho-Talk, der Typ ist einfach ein Fascho. Ja. Border control and refusal to take in refugees from non-neighboring countries like Syria and Afghanistan has caused the EU to propose a €22,000 fine for each person Poland refuses to take in, and guys like Dominic to be labeled Islamophobic and fascist. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why Poland is so safe. I don't care. I care about my family and about my country. When I see the wall, I do understand that this is for my future children. Does Poland's strict border policy work? Is Poland significantly safer than the rest of Europe because of it? And do the people of Poland want open borders? Poland are racist. We are proud of it. And I don't really want any immigrants in my country, you know? Thank you, man. Iggy. Before meeting with Dominique, I headed to the capital of Poland, Warsaw, to see what the locals thought of Poland's border and their border patrol now being able to kill migrants illegally trying to enter their country. At university, what are a lot of the students' thoughts on, shooting down illegal immigrants who come through the border? I've never heard about it. Okay. But yeah, okay. It is bad because I don't see any purpose to use a gun for the person. First of all, we need to talk. We need to identify the intention of other person. Oh my god, that's like a tough question. But It's a crazy question, right? yeah, but to be honest, like I'm not sure like how they're controlling the borders, but like I saw a lot of refugees in the Centrum here. There are a lot of immigrants all around Europe, and sometimes it can be dangerous for the Europeans. What are your thoughts on if you came here illegally? What should be done? Oh, I guess I should go in prison. Do you feel safe here in Poland as a woman? Yeah, very much. Do you feel safer here in Poland as a woman than you do in India? Yeah, it's more safe. Yeah. Yeah, it's more safe. A lot safe. You can walk, like go to work at night, and nobody cares, and nobody's like threatening you. It's not very safe. No? Really cross from the main streets. Yeah. I really feel not very safe because there are some strange people. Here? Yes. Yeah, like men in general. Some sick people. Okay. They frighten me. Who should the border keep out? Who should it let in Poland? Nice people, kind, and with good heart. Okay. Do you think having a more strict stance on the border keeps Poland safer, or? Yeah, I'm pretty sure. I know that many people have that opinion. Okay. I want to believe that it doesn't really matter from which country you're coming. Okay. If you apply to the culture, it's gonna be fine. Safety has nothing to do with the border. Okay, nothing? Nothing. What are your thoughts on immigration in Poland? Я сам являюсь политическим иммигрантом, и поэтому не мне отвечать на этот вопрос. Я пока не сталкивался с какими-то негативными проявлениями в свой адрес. Übrigens, macht euch keine Illusionen, an dem Punkt wären wir auch schon, wenn wir eine EU-Außengrenze hätten. Also ich schätze Polen jetzt nicht als massiv extremistischer oder rechter oder regressiver ein, als es Deutschland ist. Deutschland stand jetzt auf dem gleichen Level. Wir haben ja an der polnischen Grenze Grenzkontrollen. So, stellt euch mal vor, wir hätten eine EU-Außengrenze. Assimilation oder Kopfschuss ist die liberale Meinung. Naja, die liberale Meinung ist, es ist nicht unser Problem. Wir müssen uns erstmal um uns kümmern. Ja. Sehe ich nicht. Passiert nicht. Why did you come from Belarus to Poland?
Я политический активист, и обратной дороги в Беларусь мне на данный момент нет. How was your experience going through the Nationalstaaten sind einfach geil. Das hat jetzt eher nur indirekt etwas mit Nationalstaaten zu tun. Das hat eher was mit intrinsischem Rassismus zu tun. Also mit Fremdenfeindlichkeit gegenüber anderen Ethnien. Und ich glaube, dass der neue Faschismus wieder stärkt im europäischen Geist ist. Und dass dieser eben eine starke Selektion zwischen weißen Europäern und nicht weißen Nicht-Europäern beinhaltet und nach vorne trägt. That's the problem. Belarusian-Polish border? У меня чуть другой маршрут. Я прилетел из Грузии. Я жил в Тбилиси некоторое время. Поэтому в моем случае без экстрима обошлось. Ну, я считаю, что здесь женщине безопасно. И заниматься бизнесом тоже очень хорошо. What are your thoughts on their stance on illegal immigration and the idea that they'll kill you if you try to illegally enter through the border? Но я считаю, по международному праву все страны защищают свою территорию. Но это на законодательном уровне. Никто из хозяев, ну, если есть граница, существует, должны соблюдаться, законные вот эти данные. Поэтому, если ты нелегально пересечаешь, ты территориальную целостность защищаешь. Считаю, что государство вправе применять оружие для защиты своей территории. Если ты бежишь от войны, пожалуйста, регистрируйся, получай документы, работай. Мне кажется, страна очень комфортная для жизни и, по-моему, очень толерантно относится ко всем беженцам. Я бежала от войны, и тем не менее за 2 года мы тоже здесь и открыли бизнес, и работаем, и платим налоги. What are your thoughts on the border here in Poland as someone from Ukraine? Fine. It's really fine. Yeah, it's no problem with servicing. Was it easy to get here from Ukraine? Yeah, okay. Really easy. Few hours and you fled for. Der Typ Russisch oder Ukrainisch? Jetzt muss ich mal eine dumme Frage stellen, weil ich kenne mich da nicht so ganz aus. Aber ich meine, Russisch und Ukrainisch ist doch in etwa so wie Deutsch und Österreichisch, oder? Also ist jetzt nicht 100% identisch, aber ist schon sehr gleich. Nee, eher wie Niederländisch und Deutsch. Okay, also schon ein bisschen unterschiedlicher noch. Political asylum? Or you work here? Why did you come? I work. Yeah, I work. I believe like in most Poland, especially like the eastern part in Warsaw, we're like fully open for everybody who wants to come here in every purpose. A lot of people lost their houses, lost the safety in their life. Yeah. So I do not see any problem with that. In my opinion, I don't have any problem with that. Even illegally? You know what? In my opinion, it is like hard to be illegally at this moment because you have to cross the border. I think this is not like the main spectrum of a problem. Most of them want to be here legally because they want to have a work. So if they come to Poland, but they are from a country that's not a neighboring country to Poland, should they be allowed to come in here and be a refugee? Yes, sure, because we've been in this situation in Poland. We have a trouble history, so we need a help for our neighbor. What are your thoughts on illegal immigration? I think the crime. Polen hatte aber historisch gesehen auch immer Pech mit ihren Nachbarländern. Das war viel Pech in der Vergangenheit. It is going much higher so far. So what about like Syrian refugees, like Afghanistan refugees, Eritrea? Are they close enough to be considered neighbors, or should they go to the neighboring country? They're not like, of course, geographically they're not our neighbors, but if. Wie heißt nochmal dieses eine Land? Dieses eine kleine Land, was irgendwie so der einzige gute Nachbar von Polen gewesen ist und die dann so irgendwann 39 gesagt haben, ey Freunde, ihr wisst doch, ne? Auf euch können wir uns was seid ihr? Seid jetzt auch die Sowjetunion? Das muss schon wirklich scheiße gewesen sein. Für Polen war, Polen ist, glaube ich, echt gefickt worden, Alter. Richtig gefickt. If they looking for a safe place, they want to be here legally, they want to have a work, they want to build a new life, I don't see a problem with that. Have you heard about the Belarusian-Polish hybrid war, they call it? Yeah. What are your thoughts on that? Of course, this is not correct. I mean, to allow or to bring people from outside just to push them in EU. But before heading to the Poland-Belarus border to see what Poland says is a hybrid warfare at play where Russia is sending migrants from China and Africa into Poland for them to then enter the rest of the EU and then financially and socially destabilize the rest of Europe. I met up with Dominique, member of the European Parliament. Ja, aber das wäre ja, guck mal, das ist ja nur deshalb so ein Threat,
weil wir Integration unmöglich machen. So, kein Land könnte uns mit Flüchtlingen bedrohen, wenn wir sagen würden, ey, Flüchtlinge ist doch mega geil. Also, mega scheiße, dass die fliehen mussten, aber ist doch mega geil für uns. Hier, bitte, habt ihr Papiere und jetzt macht was draus aus eurem Leben. Bitteschön. And Poland's Law and Justice Party. Is this man a racist, alt-right Islamophobe, as the mainstream media and leftist detractors call him? I want to ask him, how does Poland's new border wall work? Can any refugees come in? What is this hybrid war? And how does their border control differ from other EU countries? And more importantly, does it work? And I'm very happy that we are on the street, not in the studio. Yeah. You can see and everyone can see. Japan. Yeah, the difference. It's beautiful. Would this look different in Paris, London, anywhere in Germany? What are your thoughts? I think the easiest way to answer it is Eurostat is the most important when it comes to the Mir fällt es immer schwer, der ist für mich so ein bisschen was wie der englischsprachige Ketzer der Neuzeit, ne? Dem siehst du das gar nicht an. Der sieht eigentlich viel zu lieb und harmlos aus für so eine Faschosau, ne? Also die meisten Faschos guckst du an und du siehst irgendwie sowas Böses in denen. So, also bei mir ist das so. Ich sehe die an und denke mir so, wow, du bist halt echt böse. Aber bei ihm denke ich mir so, oh, ist doch eigentlich ein ganz netter. Ist doch ein ganz chilliger. So ein Lappen, ne? Also ich hätte jetzt keine Food Chain Probleme. Hm? data. Okay. The safest country in Europe, Poland. The lowest unemployment, Poland. The less crimes, Poland. So if you ask me about any data, we are leaders. Okay. And that is the fact. It's not my political opinion. Yeah. When I quote this in European Parliament, they were very unhappy. Also, if you want to support our boots on the ground independent. Ein Freund von mir ist homosexueller Furry in Polen. Entschuldigung. Der muss da gut aufpassen und darf sich nicht outen. Der findet Polen doof. Ich habe das mit dem Furry-Sein noch nicht so ganz verstanden, aber ich muss auch nicht alle Dinge in meinem Leben verstehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, für Homosexuelle, für queere Menschen ist es in Polen nochmal richtig viel, also um ein Vielfaches beschissener als in Deutschland. Independent journalism that is not bought and paid for by corporate. Was bedeutet das? Ich glaube, Furries sind Leute, die... Ich weiß es nicht. Interests, along with uncensored early access to all my videos before they go up on YouTube, and exclusive DLC content that YouTube won't let me upload. Go subscribe at patreon.com/TylerOliveira for less than $5 a month. The whole discussion on migration started in 2015 when Germany started this madness. In 2018, I said quite famous words, zero illegal migration in Warsaw, in every single... Ja, die Worte habe ich aber auch schon mehrfach gesagt und es juckt halt bei mir niemanden. Es gibt zero illegal migration. Sowas wie illegale Migration gibt es nicht. Police city. We don't want any illegals. Then they called me Islamophobe. If someone is from China, if someone is from India, or someone is... It doesn't matter who he is, what he believes in. If he's illegal, we do not want that. Ist in Polen jetzt nicht eher eine... Ist in Polen jetzt nicht eine eher linke Parteienlandschaft an der Macht? Ich finde auch, bislang ist auch alles, was ich da sehe, ziemlich links. Soll ich schon sagen, ist schon ziemlich links. Ich finde aber auch, muss auch sagen, dass ich, wenn ich über Parlamentarismus in Europa spreche, ich die Einordnung eher links auch immer so ein bisschen eher schwierig finde, ne? Weil in Deutschland haben wir ja auch eine eher linke Regierung. Also, das ist ja was, also ist ja auch eher links. Also, oh gut. Was ist dann eigentlich auch noch... Hat das dann auch, ne? So. The difference between refugee and a migrant, especially illegal migrant, is very, very, very clear. The refugee is... In Polen regiert gerade mein rechter Hoden. Nee, ein rechter Hoden. Nicht dein rechter Hoden, ein rechter Hoden. The person who flee from the country of conflict to the first safe country. I didn't know that Syria is bordering country with Poland. It's not. It's not. Okay. To the first safe country. That is why we took over. Ist übrigens, falls YouTube dieses Video sperren möchte, es ist keine Feindlichkeit gegenüber Männern gewesen. Wenn ich sage, er ist ein rechter Hoden, dann ist das keine Männerfeindlichkeit. Ich bezeichne zum Beispiel auch die italienische Faschistin Meloni als einen rechten Hoden. Also ich bin da genderfluid. Mir ist das Geschlecht bei der Bezeichnung rechter Hoden relativ egal. Ja? 2 million Ukrainians, legal. Because you are contiguous, you guys border. That's right. That's right. In the case of Syria, Afghanistan, Eritrea, that is not the case. They are not refugees. I'm trying to repeat it every single time. If you want to come, you can come.
Submit your documents, ask for a visa, stay here for 6 or 10 months, pay taxes, contribute to the society, then you're welcome. Why not? We are not North Korea. Sure. Why are Syrian, Afghanistan refugees coming to Poland and not migrants? UAE. Why Qatar did not react? Why aren't they going to Qatar? Very rich Arab country. Okay. Where is Qatar? I'm trying to ask this question for years now, and I cannot find any answers because we've been told that this is a global problem, so there is a need for a global solidarity. So there is no global solidarity. Sure. Like Qatar is the great example. Our soldier was killed with a spear by the illegal. Terrible. So that would happen on the streets if we would let them in. They started this madness by willkommen politik. Okay. That was the politic, welcoming illegals because they were hoping for cheap labor. Okay. They found out that those. Nee, they weren't hoping for cheap labor. Die haben gehofft, dass sie in Europa nicht mehr bombardiert werden. Ja, das trifft's eher. Who came illegally, they don't want to work. They don't want to work, but there's much more crimes. Sure. So they said, okay, let's spread them around. Let's say that this is our. Ich finde auch die fehlende Liberalisierung dieser Bevölkerung immer so ein mega schwaches Argument, wenn wir die halt seit Jahrzehnten konsequent bombardieren. So, wie soll denn eine Gesellschaft sich liberalisieren, wenn sie morgens Angst haben muss, dass die Wohnung weggebombt wird? Da ist relativ wenig individuelle Liberalisierung möglich. Ne? Da ist der Spielraum eher im Lass mal überleben heute, Diggi. Responsibility and European solidarity, and then we're going to get rid of this problem. So in European Union they started the thing they called quota system. Okay. Each country should take migrants. They called refugees. That's how they call them. They says you're going to pay like 20. Ich hasse Liberalismus. Das ist nicht gleichbedeutend mit einer liberalisierten Gesellschaft. Ja, es sind Unterschiede. Ja. 2,000 euros per person if you will not take them in. And you guys said, no, we are not doing that. Of course not. What were the consequences to that old action, I suppose? They tried to force us to take illegals. We said, no, it's better to pay. It's better to have frozen assets, whatever, rather than risk our own life. Okay. And look at the streets now. Do a pan? There you go. Has Poland always been this way, Dominic? This is what is needed to understand why we cherish our freedom so much. All right. Because of Russia, because of Germany, historically, so much. All right. Because of Russia, because of Germany, historically, Poland did not exist for 123 years. We gained our independence back in 1918. So after that, after 1918, we had a little bit of freedom. But then in 1939, Germany and Russia attacked. Both fronts? Both. And we had this terrible communism in Poland for 70 years. That's why I hate Putin. I hate him because he's trying to go back to the Soviet Union era. Der Mann ist Präsident in Polen, oder? Das ist manchmal verrückt, ey. The way he behaved, the way Russia behaved is unpredictable. 123 years. What did he say? Finally, we have an MP with a great English. There we go. When did this hybrid war begin? Is this an act of Russia trying to antagonize? Of course. It's because Nee, ist nur Abgeordneter im EU-Parlament. Ach ja, dann zum Glück. Na, dann ist ja nicht so schlimm. when you go through the papers, you see that the guys who came to Belarus are with the Russian visas. Okay. So we know that by the fact, it's not an opinion. I see. So the whole process of traveling is organized by Russia. And because of the green border with Belarus, they are able to come to Belarus and attack our borders. So it's organized by Russia, of course. And they want to destabilize Poland and other countries because the whole thing is not only about Poland, Hungary, Italy, and others. In this part of Europe, we know that Russia is responsible. And when you push back against the Muslim refugees, illegal immigrants, whoever they were, why did they call you an Islamophobe? What happened there? First of all, it's not true. Okay. One of my closest friends is from Syria. Ah, okay. You know, he came here legally. Ich dachte,
Guck mal, bin wirklich froh, dass er das hier nochmal sagt, weil ich dachte bis eben, dass er vielleicht ein Rassist sein könnte. Bis eben habe ich so kurz noch mit dem Gedanken gespielt, maybe he's a racist. Aber wenn er einen Freund aus Syrien hat, dann ist das ja unmöglich. Geht ja gar nicht. Da muss ich auch wirklich sagen, da hatte ich ein ganz falsches Bild von ihm. Bis hierhin. He started his company, he paid taxes, he's been here for many years, and we are very close friends. And he's from Syria, and he says, never ever let them come in. Oh, of course, they call us racist, they call us... Er kann mir auch gerne meinen haarigen Arsch lecken, um endgültig zu beweisen, dass er kein Rassist ist. I mean, show, don't tell. Bruder, also ich bin nur wirklich kein Rassist. Und bevor ich deinen haarigen Arsch lecke, trete ich dich eigenhändig wieder über die Grenze. Ne? Übertreib's nicht. Islamophobes, it's not true. They try to tell us that the doctors will come, engineers will come, that our society... Sure. It's all bull. Do you need doctors? Of course not. I mean, but we... Niemand, der Döner isst, kann ein Rassist sein. Ich würde eher sagen, niemand, der sich auch mal einen Döner für über 7 Euro leistet, kann ein Rassist sein. Weil wenn du diesen Ausländer fragst, wenn der günstig ist, dann heißt es, naja gut, also kann ja auch wirtschaftliche Gründe sein. Aber wenn du dir so einen richtigen Premium-Döner holst, dann muss das auch eine kulturelle Zuneigung sein, die dann auch nicht darauf schließen lässt, dass du ein Rassist sein könntest. Einer der besten Sätze, die man auch sagen kann, um sich vollständig von Rassismus zu befreien, ist: Ich ein Rassist? Was? Falafel ist eins meiner Lieblingslinsen-Dings. Bist du eigentlich raus? We need doctors, not doctors, right? They're doctors? No, thank you. Pay them. I want Poland to be like this, look. Kichererbsen, ja. Jetzt erklärt ihr mir bitte nochmal den Witz. Die Leute, die jetzt Kichererbsen geschrieben haben, mögen jetzt bitte mal den Witz ganz kurz nochmal erklären. Ach, wollt ihr nicht? Gut, ist in Ordnung. Now, is most of the Polish government in agreement with your stances on this? This phrase, be like Poland, because of decisions which were made by our government. Yes. Dzień dobry. Dużo sukcesów w momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrą robotę pan robi. Dziękuję. Dominic, you're loved far and wide here, it seems. It's like this message is... Ich kann kein Rassist sein, weil ich sage bei meinem Dönermann immer wie immer. Ich kann kein Rassist sein, weil ich bestelle immer auf Türkisch. Wenn Deutsche auf Türkisch bestellen, ist immer witzig. Merhaba, Abi. Bitane, Döner, Kebab, Lütfen. Oh? Is resonating with a lot of the public. And you have to remember that this is a very liberal city. Sure. Are you a big fan of them? Yeah. Amazing. Tell me about the live bullets, the fact that you can now kill illegal immigrants trying to enter the border. I love it. If you are trying to commit a crime on the Polish soil, you might be dead. We do not know if you're a refugee. Original mein Nachbar, original jeder Deutsche in Charlottenburg, Alter. On the Polish soil, you might be dead. We do not know if you're a refugee, a migrant or a terrorist. That's why Dann ist halt auch wichtig, auf alle zu schießen, ne? Our soldier was killed. Our parliament passed a law that we can use live bullets to protect our nation. We heard that it appeared, but there is no such a zombie cities like San Francisco. We don't have that. You know why? Why not? Because we are protecting our border. Okay. That's the way they trying to smuggle it into. Die fucking Sigma-Mucke macht mich irre. Digga, das ist ein rechter, ein Alt-Right YouTube-Kanal. Natürlich läuft da im Hintergrund Sigma-Mucke. Ist doch ganz klar. The country. Any illegal activity is always connected to the drugs or guns. But drugs is a very good business. So it's not only about having illegals, it's also about security and anti-drugs war. So we are winning at the moment. See how happy people are. Putin toilet paper. How safe they feel, you can tell. It's just beautiful. You can't see this kind of thing in Europe anymore. When do you think the rest of Europe lost this? When they decided to be politically correct. It started with the leftists. This is what they want. They want diversity. What kind of diversity? With a knife and a rifle? Is this diversity? Beautiful. You do not see soldiers with the rifles as you see in London or in France. There's no need.
We are not racist. We are not Islamophobes. We are logical. So I think it's very important to have this discussion, our discussion, while eating. Okay. I tell you why. Why? Because it's so peaceful. Can you show around? Beautiful. How peaceful it is. You don't feel any stress. You do not feel any. Digga, da hat er recht, ne? Wenn du in Deutschland isst, dann musst du immer rechts und links gucken, ob da vielleicht irgendein Talahorn ist, der dir einen Tornado-Kick geben will. Ich muss mir auch hier in Irland immer wieder sagen, das ist nur Schattenboxen. Das ist nur Schattenboxen. Die Boxen mit dem Schatten. Muss ich mir immer sagen, ansonsten, ich fühle mich einfach, ich glaube, nur in Polen kann man sich noch sicher fühlen. Anxiety. You don't feel threatened by anyone. You don't have anyone coming to your table and, you know, asking for money or whatever. You just sit, relaxing, you have a nice beer, and then you have beautiful pierogies. This is what I love about Poland. That's why. Do you guys have homeless people here? Well, every country has homeless, but can you see any? Why are the women? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine ganz neue Beziehung zu Polen bekommen habe, seit ich vegan lebe, weil die Lidl-Ware, die aus Polen immer kommt, da ist überall verficktes Schweinefleisch drin. Ne? Polen müssen wirklich legit gestört sein, wenn es um Schweinefleisch geht. Es ist scheißegal, es ist überall fucking Schweinefleisch drin. Überall. Die packen sogar in Kohlgemüse packen die Schweinefleisch mit rein. Fast wie Deutsche. Wirklich Wahnsinn. So beautiful here. What about men? Hello. No offense to the guys. No. Poland is the last stronghold of normality in Europe and in the world in many, many ways. Come and visit. And you made sure I wasn't a Russian propaganda. Come and visit, wenn ihr weiß seid. Das muss man dazu sagen. Come and visit, wenn ihr weiß seid. Wenn ihr weiße Rassisten seid. Come and visit if you're a white racist. Asset, right? I hope you're not. You would be killed. All right. The whole process of replacement is just a fact, by the numbers. It's not my political opinion. By the numbers, we are in a very, very bad situation. And listen to me, I do understand that you will have maybe someone who will translate it into Arabic or any other. Do not come to the Polish border. What will happen if you do and you try to enter illegally? You might be killed. If you will come here illegally, you will try to harm any of our soldiers, you will be killed. Cheers. Cheers to pierogis, to Polen. Das ist verrückt. And das ist verrückt, was das für ein er wirkt so ein bisschen so wie so ein Filmcharakter. Das wirkt gar nicht real. Als dürfte der nicht in irgendeiner wichtigen Position für irgendwas sitzen. Komm. Ja, wie der Pinguin aus dem neuen Batman-Film. So ein bisschen. I'm telling you. DUM on This stream? is the only interview in my whole career when I let someone record me while I'm eating. How is it? As a man of the people. It tastes like freedom. It's Saturday night, but look. There's no beggars, there's no homeless, there's no fentanyl. We don't do Chick-fil-A, we don't McDonald's. No, we don't. Burger King. No, we don't. KFC. No, we don't. We do proper Polish, very healthy food. What are your thoughts on Poland? We arrived yesterday, so... Where are you from? Rome. Italy, yeah. Do you feel safer as a woman? Yes, yeah. Do you feel safe in Rome as a woman? Or Italy, sorry? No, not at all. Why? It's dangerous. Where are you from? When you compare Rome, He's going for which I visited, what do you feel like? Digga, das wäre mein größter Albtraum, ne? Wenn ich irgendwie Urlaub mache in Polen und auf einmal rempelt mich so ein Rechtsextremist mit Bierfahne an vor so einem verfickten Baguette-Laden. Where are you from? Do you feel safe in Italy? Fucking mein größter Albtraum. Because it's not safe. Why is it not safe? Because of the Ausländer. Someone has to tell the truth, it's because of the Ausländer. The Talahorns and all the other people that do not come from the, also that come from the outer lands quasi. Not quasi. What's quasi in English? I don't know. From the outer lands eben. Outlander. You know? Because we don't feel safe, like walking alone at night. Who are you afraid of at night? Men. Which men? Men in general or? Specific man? Yes, the specific man.
You know which specific man I'm talking about, oder? Muss ich das jetzt hier nochmal sagen? Sorry. Do I have to say it loud? Do I? If I have to do, I do it. I do it. Kilo. It's Kilo. I say it loud and clear. It's men like Kilo. Specific types of men who come from different places. Ich zieh so nach Polen. Bruder, wenn du von der falschen Ecke kommst, wirst du erschossen. Digga, das könnte ein letztes Frankfurt-Oder sein. Sag ich dir wirklich. Like that man. Italian men? Yeah. Fair enough. What do you think? Can I ask you? Here's the thought. Can we please order in the meanwhile? Yes, they do. Should you buy them one? Thank you. Should you buy them one? No? Okay, they don't need it. They can buy their own. Why do you think they feel unsafe in Rome? Let's be honest. Outländer. Because of Africans. Ja, Afrikaner ja auch, ja. Sogar noch bescheuerter als Outländer. Es sind nicht nur Ausländer, es sind speziell Afrikaner. Das ist alles fucking verrückt, Alter. Wegen Afrikanern. Die Afrikaner sind's, ja. Was für Afrikaner, Mann. They are afraid to say something. So his argument is that African migration to Italy has had an impact increasing the rape in Italy. Entschuldigung, wenn die Frage ein bisschen übergriffig erscheint, aber wurden Sie schon mal vom Afrikaner vergewaltigt? Das wollte mein polnischer Abgeordnete, wollte das ganz kurz wissen. For example. Or in Germany, or in France. Wie schockiert sie guckt. Boah, Officer? Or in UK. Would that be accurate? Would you stand on business? Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, das ist jetzt nichts Neues, ne? So, das ist so ein Standardgespräch, was du, glaube ich, auch in Deutschland geboten bekommst, wenn du zwei Männer triffst, die mit so einem käseüberbackenen Baguette, leicht angetrunken, nach 22 Uhr auf den Straßen unterwegs sind. Wenn du einen betrunkenen Mann im Anzug siehst, mit so einem Käsebaguette in der Hand, dann ist wahrscheinlich so entweder die zweite oder die dritte Frage ist dann, sagen Sie mal, haben Sie uns schon mal vom Afrikaner vergewaltigt eigentlich? Und die vierte ist dann, oder soll es heute mal ein Deutscher sein? Das ist dann die vierte Frage und dann stellt sich dann heraus, Moment mal, vielleicht mag das gar nicht so an der Ethnie liegen. Vielleicht liegt das gar nicht an der Ethnie mit dem Vergewaltigen. Vielleicht liegt das, ich will es jetzt nicht sagen, ansonsten werde ich wieder auf YouTube verwarnt. Aber, ne? So that fact? No. When we meet like a guy in the street, we don't know if he's... Direkt wieder so ein Männerrechtler hier. Nicht alle Männer sind, ist ein Problem, das ich habe auch letzte Woche erst darüber gelesen, dass eine Frau und ich nicht. Ah, ist gut, Jürgen. Italian, English... Die sind doch bescheuert. Die sind doch bescheuert. Die haben sie doch nicht mehr alle. Oder was? Die haben sie doch wohl nicht mehr alle. Sie würden lieber einen Bären im Wald als mich? Spinnen Sie! Es sind nicht alle. Es sind nicht alle so. Der wird sie töten, der Bär! Hören Sie mir zu! Es sind aber, wie gesagt, ganz speziell nochmal für YouTube, es sind nicht alle. Mein Lieblingsmann dieses Jahr, man muss ja auch mal Männer positiv erwähnen. Mein Lieblingsmann ist ein Mann gewesen, der bei dem Bären- oder Männer-TikTok einen Hardcore-gefickt-Retweet gemacht hat, wo er ein Bild, kommentarlos, ein Bild getweetet hat von einem tödlichen Bärenangriff aus 2013 in Kanada. So nach dem Motto, Gotcha, Motherfucker. Und jetzt find mal irgendwo seit 2013 einen Mann, der eine Frau okay, falsch. Spanish is like a potentially dangerous. Okay. Can I ask you for your... What do you think about Prime Minister Meloni? Go. Meloni? Ist ein rechter Hoden, ist jetzt die korrekte Antwort. Bei Günther Jauch immer C einloggen, rechter Hoden. Das bringt dich sicher zur 100-Euro-Frage. She's going to deport people now. What are your thoughts on that? What do you think about her?
Good or bad? No trick answer. Good or bad? Totally bad. A bad person. Why is she bad? She's not tolerant. She's racist. Oh, yeah, but you're in Polen now, huh? Should I get my gun and shoot you like the Africans on the border? You Schwein? Arschgeige? Kurwa? Meloni is a beautiful young precious women with some great, and you have no idea. Racist, she's not tolerant. Oh, schau sie dir an, die Woken wieder am Weinen, nur weil man so ein bisschen faschistisch ist und fucking den Duce gut findet. Man wird doch wohl noch mal den Duce gut finden dürfen, oder nicht? Der hat jetzt auch nicht nur Schlechtes gemacht, der Duce. Wenn du den Duce so schlecht findest, wieso bist denn du dann Batman-Fan? Batman ist eine Fledermaus und er schläft mit den Beinen nach oben, ein Tribut an den Duce, der so von uns gegangen ist. Oh? Ein Insider für die historisch Interessierten. So you don't know who's raping? What do you mean? I don't understand the question. Like you're trying to say You don't. something. She doesn't understand the question. What are you trying to say? Okay, so one more question. Who's gonna win in US? What do you think? It's gonna be Kamala or Trump? Hopefully Kamala. Oh ja, na, guckst du dir an, die Spinner. Oder Kamala. Kamala Harry, ja. Spinnst wohl. You have not every Tucker in the head. You had wurde in the head getackert bei dir, du Spinner. I hope you find an African on the way home. Schlampe, Entschuldigung. Das ist auch wirklich. Diese Leute, die diese Videos machen, sind wirklich alle gleich. Die sind alle fucking gleich. Alle, wirklich alle. There you go. Thank you very much. Thank you very much. Point proven, huh? Sehen wir uns beim nächsten Mal, huh? Have a beautiful night. A beautiful night, We support. Vor allem auch granatendumm, ja, gut, was ist da auch wieder. Es sind nicht alle Männer granatendumm, aber von den Granatendummen sind erstaunlich viele, ich sag's jetzt nicht, aber es sind einige. Der ein oder andere granatendumme weiße Mann könnte vielleicht unter Umständen auch maybe, aber auch nicht alle. Nicht alle. Leftists in US, why they want Kamala to win when they are not happy about safety in Italy because of illegal. Yes, because Kamala Harry will make it way more insecure in Italy. And Donald Trump said that the first thing he will do is drive on his bicycle to Italy and make sure that the African people go. That's what he said. The migration, what the is going on in their brains? They said a few words that I think are important. Inclusivity, right? Acceptance, right? I think that's it. The real acceptance is in Poland. I'm from Iraq, I'm Kurdish. And, Oh, ganz wolltest du nicht sagen, Homie. Du ist noch vielleicht, wenn es dunkel ist und der Rassist angetrunken, hast du noch ein bisschen White-Passing, Homie. Also wenn der sich rasiert, kriegt er halt White-Passing. Also solltest du halt nicht sagen, dass er Kurde ist. It's been 2 years I live in Gdańsk. I study masters. So what do you do in Poland? Yeah, I study masters in international business. So you are from Iraq, moving to Poland to study? Yep. Are you legally in Poland? Do you study illegally? Do the university know that you're sitting there, mein Lieber, mein Freundchen? Does the university know that you're sitting there, or are you getting all the education umsonst? Legally in Poland, okay. You're very welcome. Thank you are you very legally, much. you're very welcome. Appreciate it. I watched all of your videos, and I watched all of your videos on TikTok. I watched all your TikToks. You're a great man.
totally support you. I love that you respect your country. Because I'm also like, are you Christian? I'm an expert. Oh, interesting. Welcome, brother. Welcome. True love. Whatever your fight is. Es gibt noch Wunder im Leben. You are very welcome. You're very welcome, but I have 2 officers check your papers right now in case you're lying, you fucking dirty bitch-ass motherfucker. I get 2 officers here right now for the Iraker, aber jetzt aber schnell. Really like Poland and Polish people first before. Assimilieren oder erschossen werden, ne? Das ist halt legit der Weg, Mann. Wenn du nicht weiß bist. Entweder Assimilation oder, ne? That, like you said, we have normality here. Ich habe legit in den letzten Wochen, und das ist auch der einzige Grund, warum ich meine Mütze nicht mehr trage. Ich habe von Menschen in New York Yankees Kappen echt nur beschissene Takes gehört, so seit fucking Monaten. Da kannst du dich einfach nicht mehr guten Gewissens hinsetzen mit einer Kappe auf dem Kopf. Geht nicht. Funktioniert nicht. Okay, so we don't have chaos here. Okay. You can express your whatever you are. Just don't push your agenda on someone else. I'm with my girlfriend, and I told she. Come over. Come over. Is she Polish? Yeah. Yeah. Dzień dobry. Hello. Mam na imię Dominik. Cześć. You're super. You just get married. You're very welcome. There we go. You see the difference between illegal and legal presence in here. Yeah. Okay, guys. You are a beautiful Polish white woman. Very beautiful. Blonde, blue eyes, very Polish. And I give you one good Ratschlag. Do not reproduce with the Iraqi. No? Just saying. Have a beautiful night. Appreciate it. Thanks. Yeah. She was cherished. She was taken care of. Yeah. If you want this Hollywood movies, this beautiful stories of love to be real, you will not respect our women. We're gonna take care of you. Simple. You can. And with gratitude and respect. Pay your taxes. Get Polish wife. Become a Polish. Be like Poland. After a night out on the safe streets of Warsaw, Dominique took me to Poland's border they share with Belarus. Showed me a project they've spent $2.5 billion on to help keep Poland Polish. So we're here. This place looks brand new. They're not messing around. They're strapped. They got camouflage. They got big guns. They're not here smiling. They're here straight-faced. Who are you? Why are you here? So luckily we have the clearance. We should be good to go through. Let's see how big and bad this wall is. They're not messing around. Okay, that seemed intense. They did not play around. No jokes. Do they know who you were? Yes, they know, but the procedure is procedure, and I respect that. Yeah. This is the border of European Union with Belarus. We are the ones with this border, so we are protecting the whole Europe. How new is this? Well, the wall was built very, very fast, I must say. When the first attempts, look, soldiers all the way through, but don't record them. Okay. Don't record them. I'm pointing at myself. This is a training camp. This is home. What is this? They live here? Well, when they have a service night, they have a place to. Okay, ich sag's jetzt einmal und dann auch nie wieder, aber um Grenzsoldat oder Grenzpolizist zu sein, musst du halt legit ein rassistischer Bastard sein. Das geht nicht anders. Du musst legit einfach ein rassistischer Pisser sein, um da arbeiten zu können. Ja. To change and prepare, and this and that. It's a lot of them. Our border was not ready for that, but what we did, we reacted straight away. We built the wall. You're gonna see the wall in a minute. After the murder of the guard? No, that was beforehand. When the whole madness started in Europe, our government decided, okay, that's enough. We're not taking all this crap. We're gonna build the wall. So but how exactly are they sending the refugees or the illegal immigrants? What they do, they invite them to Russia. Okay. They are getting tourist visa. They pay for it. Then they are transported from Moscow or other places in Russia to Belarus and then to the border, Polish border. And I've seen some TikTok videos of people trying to break through the wall. Well, yes, they try every single night. Sure. It's not like you don't have to protect it. You do have to protect it. Okay. Let's park here and walk. Amazing. Okay? Oder was du in einem verzweifelten State sein musst, wenn du weißt, die schießen da auf Leute an der Grenze und du trotzdem da stehst. It looks peaceful out here. What time do people start trying to break into the wall? Every night about 3 or 4.
4 o'clock in the morning. This is when they trying to cross the border. They know that this is the best time. Oh, you can see soldiers now. You can see some guys. So he's aware of our presence. He's on guard. You just said that it's very peaceful. Sure. It took us 30 seconds to have a soldier reacting for someone's presence. Einen Linken, der nicht sagt, dass das nicht funktioniert. Wenn du eine Mauer hinbaust und auf jeden schießt, der drüber will, das funktioniert. Wir sagen aber, dass das falsch ist. Ja? I break through the wall. What happens to me next? You're killed. Dead. Shot. You will die like a dog. You can hear now. Who was that? Belarus? Yeah. You can hear them. Yeah. Who was that? It's a speaker or people? Yeah. No, the people. They're in the groups. They communicate as well. They're very well organized. I think some of them are trained, paid, obviously. Schätzungsweise noch 5-6 Jahre, bis man dann die Möglichkeit hat, da so ein bisschen Grenztourismus zu machen und man als europäischer weißer Rechtsextremist dann an der polnischen EU-Außengrenze eine Waffe bekommt und dann hier auf Afrikaner schießen kann. Sowas wie ein Vater. Sure. They are not just simple people. Like mercenary groups? Mercenary groups. Yes. You can tell that Russia pays well to destabilize Poland and other countries. They want us to spend money on this rather than around healthcare or anything else. One of their colleagues was killed just from this kind of distance. Yeah. He with the spear. With a spear? Yes, so it's not safe for us to be here because it's just a moment and you might be dead. But 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, the war starts every night. Every night. And then? Das erinnert mich an dieses TikTok hier, wartet mal. Das will ich euch noch kurz zeigen. Fantastisches TikTok, wirklich. Habt keine Angst, es ist wirklich... Die Bürgergeldzahlung ist... Nee, das ist auch ein fantastisches TikTok, ist aber meins. Warum ist aber meins. Meins ist auch sehr fantastisch. Wir haben in Deutschland... sind sehr fantastisch. Wir haben in Deutschland stündlich Messerattacken. Im Einzelfall finden sich in den letzten 6 Monaten wie viele Übergriffe der von Ihnen genannten Art in Brandenburg? Sagen Sie es mir, Herr Wiebrecht, jeden Tag kann einer passieren. Wie viele waren es genau? Keiner. Nicht einer. Aber es könnte jeden Tag einer passieren. Wir haben in Deutschland stündlich Messerattacken. Im Einzelfall finden sich in den letzten 6 Monaten wie viele Übergriffe der von Ihnen genannten Art in Brandenburg? Sagen Sie es mir, Herr Wiebrecht, jeden Tag kann einer passieren. Wie viele waren es genau? Keiner. Nicht einer. Aber es könnte jeden Tag... And we hopped in the car to visit another part of Poland's border deep in the forest that used to be a completely weak border just a few years ago. A little bit creepy out here. Wie er wiederholt, nicht einer. Ist ja nur, dass Beatrix von Scholz 2016 genau das da gefordert hat und dann gesagt hat, sie wäre auf der Maus ausgerutscht. Heute ist es Realität und es juckt niemanden. Ja, die hat das getweetet. Die hat nach 2015 hat Beatrix von Storch gesagt, dass wir bewaffnete Grenzzäune und Schussanlagen an den EU-Außengrenzen benötigen. Ansonsten verlieren wir unsere europäische Gesellschaft endgültig. Und dann hat sie dafür richtig aus allen Ecken und Enden auf die Fresse bekommen. Also auch von der CDU und so. Und hat sie gesagt, ja, es sollte nicht getweetet werden. War ein dummer Gedanke, tut mir sehr leid. Ja. Keine 10 Jahre später gibt es das. Und ich frage mal so ganz offen in die Runde. Ihr müsst euch nicht schämen. Aber wie viele von euch wussten nicht, dass in Polen eine EU-Außengrenze mit einer neu gebauten Mauer versehen ist, wo Menschen erschossen werden? Wo die auf Flüchtende schießen? Nicht schlimm, wenn ihr das nicht wusstet. So, man will ja nicht, dass man das weiß. Ne? Will man ja nicht. Bringt ja so ein bisschen den deutschen Alltag durcheinander. No? Oh yeah, you wanted to come and see. Yeah, and this is reality. Sure. Keeping our eyes peeled to see if we see anyone in the forest. It's not impossible to get through the wall, but it's highly unlikely given the amount of security here. I thought this would be a little bit more lax, like some parts of the southern border in the US. This is not relaxed. This is war. This is completely actual war. We made it. We'll hop out so you can see, but this wall is in the middle of the forest. The road is not even paved, just to emphasize how rural this location is. We had to do it in the middle of the forest. Yeah. There was no infrastructure. Sure. Because that is a green border. Yeah. So okay, so we see soldiers already. We can see the border actually as it is. Look how long it is. Yeah. And not only that, we have barbed wall and then another.
stürzen sich da einen richtig drauf, ne, auf so lange Mauern. Other wall, double wall. And then you have good soldiers, right? So that's very important. Yeah. Fully masked up with their faces too. They are recorded by Russian, so they don't want to. And there's cameras in the forest right now? Oh yeah. Recording Polish soldiers. That's right. So day in, day out, they're watching these walls. They're probably gonna ask, who are we? Sure. Fair question. All those cameras right there. Massive surveillance. Fluffen, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für die schmackhafte Parteispende. Dankeschön. Everyone who died because of the terrorists in Europe is because. Das Krieg zu nennen ist auch mutig, wenn bewaffnete Soldaten auf unbewaffnete Flüchtlinge schießen. Ey, Digga, wenn du das im Nahosten einen Krieg nennst, kannst du auch das einen Krieg nennen, ne? Seit wann wieder Chat eingeblendet auf Your lack of decisions, lack of bravery, political correctness, you are responsible. Leftists are responsible for chaos in Europe. And they think they fight us, Republicans, conservatives. You're not fighting us. You're fighting with your own nations. We are protecting our own nations. And this is the proof. Can you hear that? Whoa. They're throwing stuff. We heard it. I heard a rock. Yeah. Should we say hi? I don't know, they're throwing rocks. Why? Because they behave like animals, unfortunately. They don't behave like civilized people. You can see on the video. This long? They can easily, like long spear, it's like on the video when our soldier was killed, it's easy for them to throw it and kill you. Let's get out of here. So if you can't hear it on the mic, they're throwing rocks right now. People do want to get in. The question is, when will they try and how will they be punished? Let's get out of here, yeah? After seeing the symbol of Poland's defiance against the EU's push towards diversity, open borders, and economic opportunity for those less fortunate from countries that are culturally dissimilar, I met up with Dominic. Wow. Halbe Asmongold. In Brussels to see where Europe's elite politicians meet and decide the fate of an entire continent. Okay, let's go. I'll show you how we do it. Amazing. What's the current split between liberals and conservatives in parliament right now? It's about 100 conservatives on 720 MEPs. So it's not much, but I think it's better to be a strong, small group rather than a massive. You know the story of 300. Sure. Yeah. It's us. What are your thoughts on Wir sind die the rest of 300. parliament here, the EU in general? I don't like it. What are your thoughts on Brussels? I don't like it at all. I tell you why. Again, I'm trying to be very objective, but I cannot be blind on statistics. Rapes, killings, stealings, stabbings. We don't have it in Poland. Sure. And when you see official data from here, Der meint Nazis mit Konservativen. Ja, klar. So von den 705 Abgeordneten sind ja, keine Ahnung, 500 Konservative. So roundabout. 600 vielleicht. Je nachdem, ob du mittlerweile die Grünen und SPDler international, also auf europäischer Ebene auch als konservativ bezeichnest. Was man, also gibt Fair Points für, ne? here from Eurostat, you see how Poland great is. It's so sad. But then when we are trying to tell them what is the reason of all this, they don't want to listen. They think that they're better, smarter. And now, How large of a check would I have to write to buy you out? You don't have this kind of money. Okay. Der will von 700 Abgeordneten 1000 Konservative oder so. Das geht ja rein rechnerisch gar nicht, du Dusselkopf. You see, the difference between me and the rest is that I don't need sponsors. I don't need it. That's why they don't own me. That's why I can say what I think and what I believe. This is what they're afraid of. The voice of the people. Oh, this is it? This is it. If we pop in? Yes. Die Statistiken, die da gezeigt werden, sind lustig, weil die uralt sind. Ja, ich bin mittlerweile in meinem Kommunismus schon so weit, dass mich Statistiken allgemein nicht mehr interessieren. Ich sehe irgendwo irgendwelche Balken und denke mir, ach komm, verpiss dich doch mit deinem Scheißsystem. Also juckt mich gar nicht. So, ob die da uralte zeigen oder neue, auch drauf geschissen, Junge, wirklich. Alles am Arsch, die Waldfee, juckt mich nicht. Das Einzige, was mich juckt, sind Damage-Grafen in World of Warcraft, Junge. Denen kann ich wenigstens vertrauen. Ne? So, it's close, right? Außer wenn wieder so ein Evoker dabei ist und mich nicht bufft. Über den gesamten Raid. Dann kannst du denen auch nicht vertrauen. Aber ansonsten... Okay, so this is the place where we take votes, and this is the place where we have a Scheiß Evoker, Alter, ich sag's euch. speeches. We have two buildings. This is the machines for voting. Okay. What will it Asmon Gold ist gebannt, also sein Zweitkanal. Ging das hier schon rum? Hat noch keiner mitbekommen in den 2,5 Stunden, die wir hier streamen. Hat noch keiner gesagt. Gut, dass wir dich haben. take to make Europe great again, in your opinion? To go back to the roots, Roman law, Greek philosophy, Christianity, not only as a faith, but also as a culture, as the way of living, mentality, art, music, everything. That's why I think Roman law
Greek philosophers and what we had, not only last century, but throughout century is great. I want to raise my future children as a Christians. So when you see attacks on Europe, you see attacks on Christianity, mainly on Catholics. In 20 years, how do you think Europe will look like at this rate? It's going to be very, very bad. It's not going to change for better. I think it will be more killings, more stabbings, more terrorist attacks, more Ja, glaube ich auch. wokeness, unless... Nee, Wokeness wird es sehr viel weniger geben, aber das liegt nicht an Migration, sondern am Klimawandel. Ja. Most of the nations will change their governments. So, please God, they will wake up. But the change will start if Donald Trump wins in US. Because whatever happens in US, it happens in Europe 6 or 10 months later. Do you think we'll see walls like what we saw in Poland and other European countries soon? It's a matter of time. Yeah, 100%. The final... Wenn ihr wirklich eklige Sachen sehen wollt, die euch nie wieder einschlafen lassen, schaut euch Asmongold's Roomtour an. Ich suche einen Mann im Finanzbereich Treuhandfonds. 1,95 Meter. Blaue Augen Finanzen, Treuhandfonds. 1,95 Meter. Anyone? Ich glaube, bei Asmongold kann man unfassbar viel kritisieren und man kann sich über unfassbar viel lustig machen. Aber darüber jetzt nicht. Ja? Also vielleicht kannst du das woanders machen, aber ich sage euch ganz ehrlich, mir ist Ordnung jetzt auch scheißegal. Wenn jemand, warum auch immer, unordentlich lebt. Sir Jancelot. Dankeschön, mein Lieber. Vielen Dank für 10. Wenn jemand unordentlich lebt, so, dann würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, dieser Person zu helfen. Ja, anstatt das zu verurteilen und uns darüber lustig zu machen. Weil für die allermeisten Leute, die so leben wie Asmongold, gibt es dafür gute Gründe. Ne? Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Gründe, warum dann jemand so endet. Ja? Und bei Asmongold im Speziellen, der Mann hat halt einen Knick, weil der sich, keine Ahnung, ein Jahrzehnt um seine sterbenstote und kranke Mutter kümmern musste, die dann verreckt ist. Weißt du, da läuft gerade eine Doku über die neue Rechte in Polen, die es abfeiert. Die es abfeiert, dass Leute an der Grenze erschossen werden und dann kommen Leute mit, hast du gehört, was mit Asmongold passiert ist, und der hat auch ein unordentliches Zimmer, ja. Ja. Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Eddie the Peanut. Dankeschön. Word to the viewers and to you would be always remember who you are, be proud of who you are, do not be afraid, be brave, fight, and make your life great. I know this is a tough one. Dominic, are you single? Yes, I am. Why? I don't know. I'm sure some viewers might be curious. What kind of question is that? Come on, you gotta think about family, no? Yeah, I am single, so thank you. Pleasure. Thank you for having me. Thank you very much. I'm single, so if the two Italian women want to fuck something else as an African, then they can put their left-wing thinking by side and have hier mit der Riedel. Ne? War auch ein Europäer. Ne? Fucking Fiebertraum, Alter. Also diese fucking rechtskonservativen Lappenkanäle sind ja sowieso für nichts zu gebrauchen, aber das ist nur wirklich krass bescheuert, was da für krass harter Shit gelabert wird. Erschreckend ist, über alle Dinge hinweg erschreckend für mich, dass das 100 Kilometer von deutscher Grenze entfernt passiert und es in Deutschland so gut wie niemand mitbekommt und dass auch Europa damit irgendwie komplett fein ist. So, dass da auch die EU sagt, ja gut, ist halt, ne, was sollen sie machen? Warum? Ich würde mir da ein bisschen mehr zivilen Aufschrei wünschen, wenn an der polnischen Grenze Flüchtlinge erschossen werden. Und wenn ich das sehe, dann kann ich tatsächlich abends sehr viel schlechter schlafen. So ein Asmongold-Zimmer ist da nicht der Grund für. Ja. Aber dafür müsste man sich für nicht weiße Flüchtlinge interessieren. Ja. Dafür müsste man sich für nicht Weiße interessieren, das stimmt. Das stimmt. Bedauerlichsterweise.